So, jetzt bin ich live. Ja, und herzlich willkommen zu meiner ersten Reaction, ne, auf die erste Folge von Willst du mit mir gehen? Moderiert von der bezaubernden Michelle Pipin und produziert auch von TV Friends für ORF 1. Genau, ihr habt es sicher schon mitbekommen, dass ich da auch dabei bin und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mal mit euch gemeinsam die ersten Folgen an, bevor ich dran bin. Das ist jetzt einmal ein Teststream. Ich muss schauen, wie ist der Audio. Ich habe nicht das beste Mikrofon, wenn ich ehrlich bin. Das hängt da. Ähm, und muss aber schauen, wie das jetzt mal ist. Also es wird jetzt nicht ideal, es wird nicht perfekt sein, aber dafür ja, ist Testphase. Ich will auf jeden Fall dann auf meine Folge reagieren, mit euch allen ein bisschen Behind the Scenes Informationen geben. Und ja, deswegen mache ich das jetzt. Ne? Ja, ich hoffe, es passt alles vom Sound. Es ist noch keiner drin, sonst würde ich fragen, hey, ist der Sound gut oder nicht? Kann ich jetzt halt nicht sagen. Aber ja, ich würde mal sagen, starten wir einfach mal rein. Willst mit mir gehen auf die erste Folge? Da, also wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich kenne mich eigentlich gar nicht aus. Deswegen Entschuldigung, wenn nicht alles perfekt läuft, aber auch reagieren. Ich habe keinen Plan, wie man reagiert. Ne? Aber ja, ich mache einfach mal, ich versuche nicht zu oft zu unterbrechen. Und ja, wir starten jetzt einfach mal und los geht's, ne? Und ihr könnt auch gerne in den Chat reinschreiben, ne, wenn ihr da seid. So, los geht's. Den Mann ihrer Träume kennen und lieben lernen, mitten in der Natur, das will die liebe Marlies heute. Auf der Suche nach der großen Marlies. Liebe trifft sie auf mögliche Partner. Funkt zwischen den beiden, dürfen sie weiter miteinander spazieren. Wollen sie jedoch nicht miteinander gehen, müssen sie sich leider verabschieden. Ich bin übrigens die Michelle und begleite Single und Kandidat und bin immer zur Stelle, wenn es heißt, Willst du mit mir gehen? Witzig, als ich meine Show hatte, da war ich ja um 7 Uhr in der Früh war ich ja dort, kann ich so machen, gell? Um 7 Uhr in der Früh war ich ja dort schon und die haben auch schon die Anmoderation gemacht. Und ich hörte das auch so, willst du mit mir gehen? Und das kann mich noch sehr gut erinnern. Ja. Wo ist Mit denn das? welchen Kandidaten wird Marlies letzten Endes gehen? Darüber entscheiden Aufgaben, Musik, Das hat man auch im Trailer gesehen, vielleicht ne? sogar Diese Duelle, Folge. aber vor allem die Liebe. Du bist es eh schon gewohnt vom Kaninchen. Für mich ist es was Neues. Eines ist sicher, an Gelegenheiten zum Kennenlernen mangelt es unseren Singles und Kandidaten heute nicht. Die Szene habe ich gesehen auf Social Media. Sehr, ja. Gitarre spielen ist gar nicht meins. Auf die Szene freue ich mich schon. Na geil. Also das ist jetzt mal, was wir schon ein bisschen was gesehen haben vom Trailer, ne? Die Kandidatinnen, die Marlies. Bin gespannt, wie das jetzt so abläuft, weil ich kenne sie nur von meiner Seite. Weiter, weiter, weiter. Ich bin gehypt. Freue mich wirklich, wirklich, ohne Spaß. Heute begleite ich Single und Kandidaten am Anhänger bei Gumpolskirchen. Eine wunderschöne Kulisse Gumpolskirchen. für die Liebe und ihre Überraschungen. Hallo Marlies, Hallo Michelle. wie geht's da? Ja, danke, ganz gut. Bist du aufgeregt? Ja, schon etwas, ja. Wie hat's geschlafen? Ja, weniger gut. Ja. Ein paar Stunden, aber es soll reichen. Ich muss sagen, du schaust top aus, super Dankeschön. motiviert. Man Ja. spürt Auch schon, schön. du bist Gumpolskirchen. bereit. Ja, ich bin schön, bereit, oder? ja, auf alle Fälle. Ja. Wenn wir gleich mal Österreich ist aber ein einsteigen schönes wollen. Land, Seit seien wir wann uns bist du ehrlich. jetzt Single? Ich bin seit gut 3 Jahren Single. Seit 3 Jahren? Ja. 3 Jahre. Okay, wer hat's beendet? Beim letzten eigentlich ich, ja. Du? Ja. Aus welchem Grund? Also was ist so ein Trigger bei Männern? 3 Jahre. Es hat eigentlich wirklich nicht so harmoniert. Wir haben viel diskutiert, viel gestritten und eigentlich wir hatten beide Toxisch. verschiedene Ziele im Leben. Deswegen hat das dann eigentlich wirklich nicht gepasst. Wie lange wart ihr zusammen? Ein gutes Jahr. Oh, okay. Ja. Verschiedene Ziele, meinst du Ja. dann, keine Ahnung, Man Kinder braucht- oder Haus oder in die Ja. Richtung? Denkst du da schon in die Richtung? Ja, schon. Bei ihm war eher das Interesse, dass er gerne ins Ausland ziehen möchte. Ich habe gesagt, nein, ich möchte in Österreich bleiben, ich habe die Familie hier. Mir gefällt es hier, ich möchte auch irgendwann einmal Familie gründen und Und er ist abgehauen? er ist abgehauen, ja. Ja, okay. Geh mit Gott, ja? Genau, so in etwa. Und für heute hast du schon Ja, also allgemein, was ich gesagt habe, 1 Jahr. Man sagt in der Regel, 3 Jahre braucht man, bis man sich wirklich kennengelernt hat. Also egal, ob man jetzt zusammengezogen hat oder nicht. Also, ne? Also 3 Jahre, egal ob man jetzt zusammengezogen hat oder nicht.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Egal, ob man jetzt zusammengezogen ist oder nicht, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, egal, ob jetzt so 3 Jahre, was, scheiß drauf. Wirklich. Lass einfach weiter, komm. Im Kopf schwirrt dir schon was rum? Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt auf die Kandidaten. Ja. Also ich lasse mich da überraschen. Was wäre so dein Traumtyp, wenn du ihn dir malen könntest? Vom Aussehen her sprechen mich immer dunkelhaarige Männer an. Aber ich muss sagen, Kurzhaarig, langhaarig? da bin ich eigentlich flexibel. Mhm. Für mich muss eigentlich ein Mann Charisma haben, eine Ausstrahlung und Humor. Das wird Ja, dich es sollte mich zum Lachen bringen. Ja. Ja. Natürlich sollte man einiges miteinander reden können. Also ja, das sollte alles vorhanden sein. Dann schauen wir uns die Gaude einmal an, oder? Ja. Ich hab da, Super. Oh, die Steckbriefe. Ich bin gespannt. Ihr habt ja meine schon gesehen, mein Steckbrief. Wirklich, es ist so spannend zu sehen, wie es bei den anderen so war, muss ich echt sagen, weil ich war ja dabei und ich finde es einfach spannend zu sehen, ja, wie es bei den anderen so läuft. Ne? Ja, wirklich spannend. 3 Steckbriefe. Sehr schön. Ja. Willst du mal einen ziehen oder soll ich? Oder willst du? Ich nehme einfach mal die goldene mit. Ja, Ja. sehr gerne. Danke. So, bin Dann öffne gespannt. ich mal. Wie findet ihr die Malice bisher? Eigentlich voll nett eigentlich bis jetzt. Ne? Ganz nette, offen auch, spricht über ihre Familie, ein bisschen toxische Familie, Beziehung, ein bisschen toxische Beziehung gehabt. Der Typ hat sich einfach geschlichen. Ja, passiert. Sowas habe ich Ähnliches auch mitgemacht. Ich bin einfach nach Lissabon abgehauen. Sie haben sich ja selber skizziert, gell? Ja, Es ist kein okay. richtiges Foto dabei, also Ein nimm dir das. selbstgemaltes Selbstporträt, oder wie sagt man? Okay. Kurzer Schock, oder? Also der erste Eindruck zählt ja bekanntlich, Ja. aber da sollte man vielleicht jetzt. Ja. Wie findest du das? Wie hat er Ich das sehe das gemacht? also. Schauen wir mal. Sympathisch, praktisch, gut. Der Andi, 33, Busfahrer aus Tirol. Man lebt nur einmal. Verrücktes Date in einem Zoo mit Schlangen. Ich hasse Schlangen. Ja, Steckbrief vom Andi. Steckbrief vom Andi. Was soll man dazu sagen? Andi, kreativ? Hast du das selber zeichnet? Das ist eigentlich interessant, ob er sich selber zeichnet hat. Schaut jetzt, keine Ahnung. Ja, egal. Ja, finde ich okay. Ich habe keine Referenz, ich weiß nicht, wie die anderen ausschauen, deswegen noch keine Bewertung. Finde ich einfach mal okay. Bisschen Mal eine weiter. Glatze hat. Also man könnte glauben, er hätte einen Irokesen. Schau Aber mal, er hat zumindest Er hat Haare, genau. Also kein Ja, Schwäger fix, hier. erzähl Er hat uns Haare. erst. Er schreibt Irokesen. sympathisch, praktisch gut. Mann lebt nur einmal, schreibt er ja. Und er hasst Schlangen. Ja, ich hasse auch Schlangen. Ja, okay. Ja, also Dann- hassen. Hassen ist ein starkes Wort. Haben wir was gemeinsam. Was macht dazu Ich sagen? bin schon Hassen ist sehr ein sehr gespannt, starkes Ja Wort. gut, dann gehen wir weiter, oder? Ja. Schauen wir uns die nächsten an. Ja, gerne. Aber vom Gefühl her ist schon einmal. Ja. Lassen wir mal so stehen. Wir gehen weiter. Also Mal ist bis jetzt witzig. Ehrlich und witzig. Ich habe schon ein bisschen was von Instagram gesehen, deswegen, ja, ehrlich und witzig. Also bitte, du darfst So, weiter. ich nehme jetzt mal die rechte Seite. Okay, die zweite. Bin gespannt. Das geht jetzt schon schneller hier, gell? Jetzt ist Zack, schon zack, geübt. zack. Bin ich schon geübt. Okay. Da haben wir Boah, schon einen das ist- Vergleich. Steckbrief für die Dating-Serie. Okay, das ist wie ein Dokument. Positive Eigenschaften. Verrückteste, dass ich aus der Liebe. Okay, das bin ich, Eigenporträt. Ja, lass mal mal laufen. gut. Oma, Wird's 29. Ja, Sag der jetzt auch, hat er auch eine Glatze, oder? wie? Nein! Das ist Nein, nein, so, ja. nur keinen Irokesen Ja, jetzt. Also ja. ich finde. Aber trainiert, stehst du auf Ja. trainierte Typen? Ja, schon. Also stört mich jetzt nicht. Ja. Mhm. Stört mich jetzt Positive nicht. Positive Eigenschaften. Eigenschaften. Hat er ja ein paar. Ja, das hört sich auch gar nicht mal so schlecht an. Ehrgeizig, ehrlich, offen. Disziplin ist der Okay, das ist ehrlich, ja, ehrlich. Das, Schlüssel ja. zu- Ja. Ja. Glaube Willst ja. du auch sagen, dass du Bin ja auch diszipliniert nicht bin bist? besser, bin auch weniger, kein nein. Kreativer. Man muss mich immer ein bisschen so Verstehe. Oma. Pushen? pushen, ja. Ja. Und in der Arbeit, wie schaut es da aus? Da bin ich schon diszipliniert. Ja, das musst da du jetzt schon. sagen, gell? Ja. Ja, um 19 Uhr Kaffee Last but trinken. not least, right? Ja. Super schlau. Bitte.
Der Oma So, war das. danke. Ui. Oh. Also Selbstporträt ist Also, gelungen. kreativ. Ja, das ist es. Roman. Roman, das ist schön. Da sieht man ein bisschen Energie, ein bisschen Liebe. Unternehmer aus Niederösterreich, bei Oma habe ich jetzt gar nicht gelesen, upsala. Aber ja, das sieht doch schön aus. Mag ich, mag ich. Ich habe jetzt nichts gelesen, aber vom Design her, zack, 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 chap, 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 er hat sich selber gezeichnet. Bombe. Ist Mein er auf dem Roman ist Schlag, derzeit mein ist er, gell? Favorit. Ja, Das bin ich, haha. Okay, mit einem Ja, ich Koffer. freu Ist mich es ein so. Messer? oder Das eine ist so schön. Kerze. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Das ist einen wirklich schön. Golfschläger vielleicht? Oder wie sagt man, bei der Oma hat man immer gesagt, Fliegenklatsch. Ja, Oder Mikrofon. Mikrofon kann auch sein, ja. Ein Messer und ein Mikrofon. Messer Lebensmotto. und- Gib mir dein Geld. Sag Gib ja mir dein zum Geld. Leben. Das Gib ist mir doch dein was Geld. Schönes. Ja, ich muss auch sagen, er hat den Steckbrief sehr süß gestaltet. Ja, finde ich auch. Dann schreibt er, was ist das Verrückteste, das du aus Liebe oder beim Date gemacht Das hast? war ja eigentlich deine Frage. Ja, Was war denn das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? ich bin tatsächlich einmal aufgestanden bei einem Date. Also ich habe so nach einer halben Stunde gemerkt, das harmoniert nicht, das wird nicht wirklich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich muss meinen Parkschein nachstellen. Und er hat, Das muss ich merken. mir ist nichts Besseres eingefallen als das Parkticket. Aber Ich finde es eh nicht schlecht, muss ich Ja. ehrlich sagen. Ich merke Ja. das jetzt. Schauen wir mal, was er gesagt hat. er schreibt, lass mich kurz überlegen. Also Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Mikrofon muten kann. Jetzt versuche ich leise alles zu machen. Off topic. ganz ehrlich, das Verrückteste war mein Sohn. Also er hat ein Kind. Ja. Ist das in Ordnung für dich, dass jetzt schon jemand ein Kind mitbringt in die Partnerschaft? Das stört mich nicht. Mhm. Also ich mag ein Kind, ich möchte selber auch Kinder haben. Nur der Mann, auch wenn er jetzt schon eine Familie hat, sollte bereit sein, mit mir auch eine Familie gründen zu wollen, Ja. weil ich möchte eigentlich nicht darauf verzichten. Frage an euch. Kinder, ja oder nein? Also wenn das Date schon Kinder hat. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch schon Gedanken drüber gemacht und es ist nicht so einfach, ne? So, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der hat Kinder oder umgekehrt, er hat Kinder, ne? Das heißt, du bist ja automatisch, kommst du in eine Rolle rein, wo man ja um das Kind sich kümmert. Einerseits geil, weil man ja dann auch keine eigenen Kinder haben muss, sozusagen. Ne? Oder ja, keine Ahnung, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich, ne? Also, ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, 'ne Frau und ich finde sie cool und sie sagt mir, dass sie Kinder hat, ich muss zugeben, also, im ersten Moment hätte ich lieber keine Kinder, weil das einfach ein Gedanke wenig ist, was ich dann haben muss sozusagen. Und wenn auf einmal heißt es, sie hat Kinder, ja, dann fühlt sich das gleich mal ein bisschen so, okay, sie hat die ganze Erfahrung schon gemacht, sie weiß, wie das ist. Ja, schwieriges Thema. Im Endeffekt ist es egal. Wenn man sich versteht, versteht man sich, weißt du? So ist egal, ob der jetzt Kinder hat oder nicht, seien wir uns ehrlich. Aber trotzdem, ja, man kann drüber reden. Es ist, was it is, what it is. Ja, toll, dann haben wir alle durch. Sehr gut. Dann lassen wir uns überraschen, was da Ja. daherkommt, oder? Ja, allerdings. Kandidat! Gehen wir Michelle, schrei mal durch die Gegend. Wie konntest Wohl wär's du der eh Erste? schon? Du auch. Was glaubst du, welcher ist Kandidat 1, 2 oder 3? Ich glaube, das ist der zweite. Der dritte. Ja, Ah, ich genau. hab das voll Er schaut verkackt sehr von mir. selbstbewusst aus, Ja. wie jetzt daherkommt. Ja. Mir kommt vorher, nimmt dich jetzt gleich mit, Opa, und geht mit dir. Hallo! Krass. Hallo. Hallo, sag's. grüß Da euch. kommt er daher. Hi! Normal. Der Oma. Freut Michelle. mich. Hallo, bin ich Mama. Marlies. Freut Freut mich. mich. Marlies, und? Wie fühlt sich's an? Gut? Schaut sympathisch aus, ja? Was würdest du sagen, Ich will Oma? nur zurückgeben. Ja? Du willst noch irgendwas dazu sagen oder möchtest gleich mit der Marlies alleine abhauen? Ja, bevor wir gehen, so schöne Augen. Ja, Danke. Ja, ein Kompliment gleich am Das darf man Anfang. mal sagen. Attacke, Oma. Mehr Komplimente, mehr Liebe. Also, ich würde sagen, ich lasse euch jetzt einmal alleine. Gleich hier entlang ist euer Liebespfad. Ich Und wir freue mich sehen auf uns meine später. Folge. Geh all in, reiß dich zusammen. Mach Ja. was draus. Bis Viel später. Spaß euch. Danke. Wahnsinn. Ach, es wird Ja. schön. Ich spüre das Schön. schon. Ich spüre das jetzt schon. So, ist wirklich schön, Michelle. Weiter so. Also, Marlies, meinen Steckbrief, den kennst du ja schon. Ja, Was müsst ihr denn von dir wissen? Wo wohnst du? Wie alt bist du? also ich bin aus Wien, aus dem 21. Bezirk. Und Ah, ich bin schön. 31 Jahre alt. Ja, sehr hübsche Dame. Das bin ich schon lassen. Ich habe ein kleines Kaninchen, das ist der Theodor. Der Süß. ist jetzt brav daheim und wartet auf mich. Und Ich lache gerade so, weil ich sehe halt die Szenen
Und ich weiß halt, wie da muss ich schauen. Und ich weiß halt einfach, wie das so abläuft, das Ganze, ne? Deswegen lache ich so, weil diese Interview, man redet in die Kamera, man trifft sich, man redet und so und man weiß ja, es läuft die Kamera und man will ja trotzdem so sein, wie man einfach ist. Man will sich ja nicht verstellen und wenn ich das so sehe, wie die das machen, geht mir das Herz auf, weil, ja, es ist bei mir ähnlich, ne? Nur halt andere Kandidaten, andere Charaktere und so. Ich bin so gespannt. Das ist, na ja, weiter. Ich habe Auf gehört, du geht's. hast ein bisschen einen Dialekt. Ich bin Ja, herrlich. wirklich ein Dialekt-Fan. Ich bin aus Ah, schon Villach, hübsch. aus Mal ist Kärnten. es hübsch. Ja, Davor Hab ich war ich in gesagt. Holland. Ich bin in in Holland Holland. geboren und aufgewachsen. Ah, okay. Aber Der Oma ist Holländer, jetzt kein Dutsch, holländischer ein Dutch Guy. Name. Also, du hast ja dann Die doch einen... Eltern stammen ursprünglich aus Bosnien. Okay, Sind vom verstehe. Ja. Bosnienkrieg geflüchtet damals aus Ja. Jugoslawien. Ah, okay. Und wie alt bist du? Was schätzt du? Ja, ich hätte jetzt gesagt, in meinem Alter. Ja? 32, 33, Fast. 29. 29, jünger bist du. Also. 21, ja. Ist jetzt gut oder schlecht? 21. Na, mich stört das nicht. Wie sagt man so schön, alt ist nur eine Zahl. Gute Einstellung. Ja, genau. 29, 30. Hoppala. 29, 30. Ohne Bord schaue ich aus wie. Ohne Bord schaue ich aus wie 23. Ja, habe mittlerweile einen Rasierer geschenkt bekommen. Mir fehlt nur die Klinge. Ich hatte bisher eigentlich immer nur Ältere und die Jüngeren, das waren immer nur so, die habe ich nur eine kurze Zeit gedatet. Also da habe ich dann eigentlich Na, oft das- eigentlich gemerkt, dass die noch nicht so weit sind wie ich. Also bisher habe ich eigentlich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Und was machst du so? Sorge dafür, dass du mit deinem Auto fahren kannst. Ah, okay, also Kfz-Mechanik oder wie? Nicht ganz. Ich tue Autos programmieren. Okay, Wir sind in Kärnten fast schon wirklich die größte Tuningfirma. ja. Wir tun Sternenhimmel verbauen, Ambientebeleuchtung. Also alles, was Sehr man schön. sich bei das Tuningherz höher Ja. schlagen lässt. Also hast du auch ein getuntes Auto Ja, insofern. Klar. mit Viel Sternenhimmel. Ohne Sternenhimmel. Er kann in mein Mini gerne ein Sternendach reinmachen, habe ich kein Problem. Und was machst du so beruflich? Ich bin in einer Kräuterlikörfirma, bin ich als Marketingassistentin tätig und Social Media Managerin. Und Interessant. die Firma hat eigentlich den Sitz in Kärnten. Aha. Also Cool. ja, ganz Leute, du witzig. bist in Kärnten ab und zu. Ja, relativ oft eigentlich. Also ja, Das Schon trifft immer sich ja wieder. gut. Kärnten auch Sehr schön, gut. ne? Nur Kärnten zu auch schade, schön. dass ich keinen Alkohol Nette trinke. Leute. du trinkst keinen Alkohol? Ich war kein Nie? Alkohol. Ich war nie besoffen oder so. Noch nie? Geh mal, Oma. Okay, das kann Geh ich mir mal. gar nicht vorstellen. Nur Wirklich? Alkohol. Na, wir trinken sogar manchmal in der Arbeit. Ja, gut, aber ihr besaut ja nicht ins Koma. während der Arbeit, Nein, oder? nein, nein, das nicht. Aber wir müssen ja unsere Produkte kosten und schauen, wie alles schmeckt. Verkostung, ja. Deswegen, genau, Die Kräuter. müssen wir immer up to date sein. Aber wieso trinkst du keinen Alkohol? Aus religiösen Ja, Gründen, religiös natürlich teilweise, aber auch meine eigene persönliche Meinung. Okay. Also ich würde Okay. das auch nicht wollen, Ja. nicht zu besaufen. Okay. Ja, dass ich diesen Kräuterlikör mache, ist natürlich was ein bisschen kulturell nicht stimmig mit mir. Ich bin nicht so erzogen mit Alkohol und so, aber ich meine, ich bin ja aufgewachsen in Österreich und in Holland und für mich ist das alles sehr kulturoffen. Holland, der Dutch. Ja, bis jetzt Oma, hey, finde ich. Bis jetzt der Oma, finde ich sehr sympathisch eigentlich, oder? Sportlicher Typ. Wie sagt man denn da, kein Trinker. Auch so wie er redet und so. Eigentlich ganz ein lieber, netter Kerl bis jetzt, muss ich sagen. Taugt mir. Echt nett. Ja, und was bist du so für ein Dating-Typ? Also schaust du eher nach was Ernstem oder Oh, Dating. eher nach Spaß? Also ich bin schon 29. Ja, Natürlich will man einen Partner fürs Leben finden, der ja. dich supportet, unterstützt. Natürlich nur dass man Spaß. gemeinsam was Attacke. aufbaut, was Oma, erreicht. Attacke. Und heiraten möchtest du auch mal, oder? Ja, ich sag so, wenn es die richtige Frau ist, wo ich mir wirklich keine Gedanken machen müsste über die Vergangenheit und sie mit mir ehrlich und offen kommuniziert, dann Ja, Ich glaube, das sagt hätte ich nichts jeder, dagegen, oder? sie zu heiraten. ja. Das ist wird halt jeder schwer in der sagen. heutigen Zeit. So Ja, ja. das stimmt. Als Mann baut man sich eben was auf und dann ja, kommt irgendeine Frau und nimmt dir einfach alles weg. Das ist halt für uns Also schwer. hast du da das- schon negative Erfahrungen? Was hat er gerade gesagt? Ah, fuck, ich kann nicht zurückspielen. Oder? Ich kann nicht zurückspielen. Was hat er gesagt? Geht das jetzt oder nicht? Für uns Also schwer. hast du da schon negative Erfahrungen gemacht? Ach, Nein, Wurscht, beim aber nächsten Mal es fix ist ich nun das. mal so. Vom Gesetz her Ja. es ist schwer, dass man als Mann sich da schützt. Ja, aber eine Frau baut sich auch gewissermaßen was auf und gibt dann auch etliches auf. Also so ist jetzt nicht.
Wenn man zusammen ist, ist es ja alles, finde ich, was Das Gemeinsames. war jetzt Also ich sehe witzig. das aber bei meinen Eltern, das ist was Gemeinsames. Und wenn ein Mann jetzt nur sieht, die Frau kommt und lebt von seinem Geld, ist das, finde ich, in der heutigen Zeit überhaupt ein bisschen ein altmodisches Denken. Ja, seien wir uns ehrlich. Seien wir uns ehrlich, heutzutage ist es halt wirklich nicht mehr der Fall. Also das, was er jetzt gerade gesagt hat, bin ich nicht der Meinung, dass wenn man jetzt heiratet, dass gleich die Frau dir alles wegnimmt. Es ist wirklich, ja, unterstütze ich nicht diese Aussage. Oma, muss ich zugeben. Aber man macht ja sowieso einen Vertrag eigentlich, ne, bei der Hochzeit. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit Hochzeiten, aber ich denke mal so, dass das jetzt nicht so der Fall ist, dass die Frau dir alles wegnimmt. Ich meine, du kannst auch der Frau alles wegnehmen, ne? Also das ist nicht das Thema. Naja, Ich zum Beispiel habe mir jetzt mein Leben lang mein Imperium aufgebaut, Ja. meine Firma, meine Immobilien. ja, Unternehmer Und halt, dann will ne? eine Frau kommen, die noch nichts erreicht hat, sondern bis jetzt ihr Leben Darum geht's genossen ja hat, nicht, Oma. Party Darum gemacht geht's hat. nicht. Natürlich hat sie den Job, hat sie ihre Rechnung gezahlt, aber Wo ist sie die hat jetzt Liebe? nichts Weltbewegendes erreicht. Und dann kommt sie zu mir, gesellt sich zu mir. Und lebt von dir. Wenn er das Gefühl hat, dass eine Frau nur auf das Geld schaut, dann ist das sowieso die falsche. Dann ist ja die eh nicht bei ihm wegen ihm als Person, sondern wegen den anderen Werten. Nach den ersten Minuten des Dates zeigen sich erste Oh, die Gemeinsamkeiten Michelle. und kleinere Reibungspunkte. Doch alles in allem, die Stimmung passt. Ja, hab schon das Gefühl, dass der Vibe stimmt. Alice scheint auf eigenen Beinen zu stehen und würde mir nicht den Eindruck vermitteln, dass sie jetzt von mir was wegnehmen möchte. Location schön, gell, hier. Wirklich schöne Aussicht. Da haben sie sich wirklich einen coolen Ort ausgesucht, ne? Gumperskirchen. Gefällt mir wirklich sehr schön. Ich meine, Österreich schaut eh allgemein so aus, ne? Aber wirklich schöne Gegend, Alter. Auch ein bisschen ähnlich wie Rust, muss ich sagen, wie bei uns. Ein bisschen Ähnlichkeit ist da. So, da vorne steht schon eine Tafel, Beziehungstest. Oh, Challenge! Ja. Gehen wir's an! Gehen wir mal nach links Ja, rüber. Ja. da ist ein bisschen holprig. Berührung ist da. Das habe ich sogar gesehen schon, ne? Irgendwo haben wir es schon gesehen. Da beim Trailer. Da wartet sie schon, die Michelle. Halten die beiden wirklich schon Händchen? Baby, was funktioniert da? Was passiert da schon? Ist da irgendwas schon gelaufen, was ich nicht mitbekommen habe unterwegs? Ja, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Natürlich habe ich den Moment genutzt vom Wechsel vom Weg, dass ich die Gleich, Hand gleich hallo. Gleich mal die Zunge nicht drücken, ne? nehme Gleich und mal schmusen. Das gleich merkt schmusen. Körperkontakt aufbaue, so wie es als Mann natürlich sein soll, dass man die Richtung angibt. Ging mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Beim ersten Date oder beim ersten Kennenlernen bin ich noch nicht so diejenige, die Händchen haltet. Es hat Ja. gepasst in dem Moment, aber ja, wie gesagt, es ist dann schon noch ein bisschen ein fremdes Gefühl, mit einem fast fremden Händchen zu halten. Aber es war schon ganz süß. Dann Ja, also jetzt ganz kurz Recap. Oma und Marlies. Ja, es scheint, dass ein bisschen Reibung da ist, ne, bei den Zweien. Dass da ein bisschen und dass es nicht 100% passt. So, sie verstehen sich zwar, aber weißt du, er doch sehr maskulin, männlich, sie doch, ja, nee, altmodisches Denken. Auch der Mann muss die Initiative ergreifen, das Ganze. Das gefällt dem alles jetzt nicht so ganz gut. Ja, mal schauen, wie sie sich jetzt bei der Challenge, sag mal da, bei der Challenge, wie sie sich da tun halt, ne? Aber ja, ich würde sagen, schauen wir jetzt, sie, wie gut ihr als Team funktioniert, oder? es passt, Gerne, aber Ab zum irgendwann nicht. Beziehungstest. Let's see. Bin gespannt, Alter. Los! Nicht schüchtern hier. Der Beziehungstest bietet die Chance, sich näher und besser kennenzulernen. Besonders wichtig dabei Teamarbeit. Und die gelingt vielleicht leichter mit Alpakas und Lamas an der Seite. Ich bin die Carina. Freut mich. Bin ich mal lesen, freut mich. Sehr gut. Carina, Hallo, Dina, Omar. Carina. Freut Super. mich. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben jetzt 13 Gefährten hier. Manche sind Lamas, manche Alpakas. Die Lamas größer und gebogene Ohren. Alpakas kleiner, wuscheliger Kopf. Vom Ja, Charakter schön. her sind auch die Alpakas eher die Schüchternen. Und die Lamas sind eigentlich sehr mutig und kommen ein bisschen näher. Das ist sicher ein Lama, der ist sehr mutig. Der gleicht mir. Aber was sie gemeinsam haben, Ah. sie machen alle ganz viel Mist, oder Carina? Ja, den Mist machen beide gleich. Und da wären wir schon bei der Beziehungsaufgabe. Ja, wie es in guten was Beziehungen ist jetzt- manchmal so ist, muss Was ist da jetzt
Alpaka und was ist Lama? Ich habe es gar nicht verstanden, muss ich sagen. Ich war jetzt da kurz komplett weg. Ich war komplett weg. Dann auch mal den Dreck wegräumen. Also lautet der Beziehungstest für die beiden: Stall ausmisten. Hier auf der Seite habt ihr das Boah, Stall Equipment, was ihr ausmisten. verwenden dürft. Boah, Und da wenn bin ich ihr es ja tipptopp mit meiner hinterlassen Challenge habt, dann super haben wir eine kleine glücklich. kuschelige Überraschung für euch. So, Aber der Kaffee kickt jetzt auch schon wieder. Scheiße. Jetzt, ja, da hat mir sich ist die ja nichts Ungewöhnliches. Produktion. Ich komme vom Dorf, bin groß geworden auch mit Kühen von der Familie und Schafe sogar. Nichts Neues für mich. Da hat sich, da hat sich die Produktion sich was Tolles überlegt, ha? Mit dem Stall ausmisten. Aber ja, cool, eigentlich, ne? Ich finde es schon cool. Ich finde schon cool, dass sie ein bisschen zeigen in Österreich, was gibt es da für Möglichkeiten, ne? So, hey, die Orte, da den Stall. Es gibt ja ganz vieles, ne? Dann Klettern, wie die auch noch kommen. So, ist schon cool, dass die verschiedenen Aktivitäten zeigen, was man in Österreich machen kann. Also, und auch die Orte dazu. Ich würde was anderes Geil. bevorzugen, als Alpakamüll wegzuräumen. Ja. Aber die beiden arbeiten jeder für sich. Alpaka sind Das süß. war eigentlich nicht so geplant. Gib ihm Gas! Alice, wie geht's dir? Ja, bisher ganz gut. Ja, jeder hat für sich geschaut, dass so schnell wie möglich das reingeht. Ja, ist halt nicht die aber dann geilste haben wir doch Challenge. gemerkt, dass als Team es besser funktioniert. Ich sage jetzt Ja. mal, wenn man sich die Arbeit aufteilt und beide sind zufrieden, passt das. Noch mehr? Noch mehr, noch mehr. Nicht die geilste Challenge. Sollte definitiv der Mann sein, der die Richtung vorgibt. Natürlich darf auch die Frau sich einbringen, wenn sie eine gute Idee hat, wird sie gerne zugehört. Aber grundlegend stimmen die Frauen auch zu, dass der Mann die Richtung Oh, angeben fuck. sollte. Sorry. Alice ist erschöpft. Ah. Also wenn wirklich der Mann sagt, er macht die Gartenarbeit, dafür kocht die Frau drinnen, stört mich das jetzt nicht. Wenn es jetzt umgekehrt der Fall wäre, wenn es jetzt Blumen einsetzen ist oder so, also der Mann kocht dafür, ist es auch völlig in Ordnung. 3 Minuten später ist der Alpaka-Stall blitzblank sauber. Sehr gut. Geschafft. Teamwork. Makes the dream work. Ja, Wahnsinn, was habt ihr richtig gut gemacht? Beziehungstest bestanden, würde man mal sagen, oder Carina? Ja, super gemacht. Beziehungsweise gutes Teamwork. bestanden, ja, Gutes Weltklasse. Team. Ja. Auf jeden Fall geht's für euch Ja, jetzt kuschelig Berührungen weiter. sind Wir da, suchen euch sie einen aber- Alpaka und ein Lama aus Ja. und dann geht's schon weiter für euch. Sehr fein. Sie hat nicht so Das ist Bock, schon nicht immer ein das. großes Tier, so ein Lama oder ein Alpaka. Ich finde sie schon süß aus, aber ich Schon süß, oder? Schon wie schade, Alter. Süß. 10 von 10. 10 von 10. muss dann zugeben, ich bin jetzt nicht so die sie gerne anfasst, die Tiere. Auf geht's Ach, zum Marlies. Alpaka-Spaziergang. Sei ein bisschen Komm, richtig. Gandalf. Gönn dir. Würdest du Ja. sagen, du lässt dich auch so leicht führen wie das Lama von mir? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. So genauso wie es war. Ich finde, Sam ist jetzt wie ein Buffet. Bin mir ziemlich sicher, dass ich in der Beziehung bessere Führungsqualitäten habe als beim Spaziergang eben. Was wäre denn so etwas, was dir ein Mann nie verbieten dürfte? Was er mir nie verbieten dürfte, ist, dass ich mich mit Freundinnen zum Beispiel treffe. Na gut, das sind ja Basic-Dinge, die eigentlich, wenn Ja. man jemandem vertraut, kein Ja. Problem sind. Genau, so sehe ich das auch. Muss auch unangenehm sein, oder? Da durch den Gebüsch, weißt du, der Kameramann, warte, muss man wieder umschalten, ne? Der Kameramann so voll fokussiert, dann du mit dem Alpaka dahinter, Alter, weißt du, so enge Büsche und du lässt das so gehen wir. Ja, was darf der Mann dir eigentlich gar nicht verbieten? Du musst doch hinten reden, weißt du, sie hinten versteht ihn gar nicht, weil er nach vorne redet. Die ganze Zeit die Alpakas auch dazwischen so durch den Busch. Weltklasse, Mua, wirklich. Schau, siehst du sein Gesicht? Überall, aus der ist überall Pflanzen im Gesicht. Und der Alpaka. Ja, komm, das ist schon witzig. Es ist geil. Es ist geil. Seien wir uns ehrlich. Weiter geht's. Wie ist es bei dir? Also für mich wäre es schlimm, wenn die Frau zu viel Kommunikation über Text verlangt. Ja, ich finde einfach, das Schreiben gehört dazu. Immer wieder so am Tag mal fragen, wie geht's dir eigentlich? Also sowas würde ich schon am Wert legen. Also ich bin schon eine Texterin, ich schreibe schon ganz gern. Okay? Ja. Also über den Tag verteilt Mann. und dann irgendwann mal telefonieren. Mag ich schon. Ja.
Also, wäre das für dich sehr wichtig in einer Beziehung. Ja, schon auch, dass Ich man kann sich nicht immer wieder hört. zurückspielen. Das muss ich echt Frauen einstellen. wollen nicht unbedingt die Aufmerksamkeit, die Bestätigung von den Männern die ganze Zeit, dass der Mann erreichbar für sie ist. Das geht jedoch nicht bei einem vielbeschäftigten Mann wie mir, der selbstständiges Unternehmer ist. Ist es natürlich sehr schwer. Das wäre natürlich eine Traumvorstellung, eine Wunschvorstellung, dass sie Ja. den ganzen Tag mit dir schreiben würde, aber Nein, überhaupt in der Das ist halt- Anfangsphase, denke ich mir halt. um sie Irgendwann kennenzulernen, spielt sich das natürlich. dann eh natürlich. ein. Aber dann später wäre natürlich das nicht möglich, wenn man arbeitet, Ja. fokussiert ist bei seinem Job. Jede Frau wünscht sich, glaube ich, einen Mann, der beschäftigt ist, der ambitioniert ist, fokussiert ist. Aber auch regelmäßigen Kontakt mit seiner Partnerin Ja. hält. Na, ob das zwischen den beiden gut passt, Ah, das werden wir jetzt gleich ich sehen. glaube Ein nicht. bisschen gekuschelt zwischen Ich glaub nicht. miteinander auch ein bisschen vielleicht. Ich glaube, das passt nicht. Das ging sie nicht ganz aus in den schmalen Weg. Okay, dann kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage. Willst du mit mir gehen? Ja, willst du mit mir gehen? Dann dürft ihr jetzt jeweils einmal ankreuzen, Mhm. Das ob sind ihr sie. weiter miteinander gehen wollt. Danke. Schön. Einmal ein Zettelchen, Kuli. Danke. Ein Kuli. Schau, so schaut das aus. Willst du mit mir gehen? Ja, nein. Was vermisst man da? Eh schon wissen. Ich finde, wir haben uns eigentlich bisher ganz gut unterhalten. Wir hatten es auch lustig und er ist auch sehr gesprächig, das mag ich. Ui, oh. Positiv, sie ist sehr, sehr offen und ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt mich irgendwie zu stark kontrollieren würde. So stark. Glaubt ihr, der Oma, der hat schlechte Erfahrungen mit Frauen, die ihn zu fest angenagelt haben? Weiß man nicht. Es ging aber schnell hier. Irgendwie kommt mir vor, als wäre ich nervöser als ihr. Oder spürst du, bist du ein bisschen leicht nervös? Es hat sich jetzt schon gelegt ein bisschen bei mir. Ja, ja, ich schaue es mir mal kurz an. Ja. Oma, dir hat es anscheinend gut gefallen. Yes. Ja? Yes. Also du möchtest gerne mit der Malise weitergehen, wie ich sehe. Nichts dagegen. Okay, Marlies, Oma. Du hast auch für Ja angekreuzt. Auch beide Und Ja. somit seid ihr ein Ich bin überrascht. erstes Beide Ja. Ein bisschen Ja. mehr Gefühl hier. Schön, ja? Freut mich. Ich glaube, er hat das eh ganz stark angenommen, dass wir weiterhin gehen. Freut mich wirklich sehr, dass die nice. Malis auch für Ja gestimmt hat. Habe das schon Na, richtig anscheinend. ein Gefühl gehabt. Dann Sehr gut. dürft ihr die nächsten Schritte weiter miteinander gehen. Danke. Viel Ja, Spaß. Oma. Und Na schmust schau, ein doch. bisschen. Der hat schon eine Ahnung. Der weiß es. Er ist auf jeden Fall besser als ich. Ich habe keinen Es Plan geht von darum, Dating. sich durchzusetzen gegen die anderen Kandidaten. Noch ist jedoch keine Sichtweite. Aber mal schauen, vielleicht trauen die sich gar nicht. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ja, arg. Da hinten kommen die beiden schon, die Marlies und der Oma. Ich stehe jetzt aber hier schon mit dem lieben Roman. Roman, wie läuft's? Bist du aufgeregt? Bist du nervös? Oh Ja, Mann. mittlerweile bin ich schon nervös. Vorher ging es noch, mittlerweile steigt die Aufregung. Und ich höre sie schon. Ja. Und schon wieder geht die Energie rauf. Und der Puls, ich spüre es schon. Die Pumpen ist jetzt da. Ja? Ja, sag einmal die Hände, sind die schwitzig? Oh, die sind schwitzig. Ja. Das heißt, die Hand kann ich nicht. Aber neben schwitzigen Händen und angespannter Nervosität ist noch etwas anderes überraschend. Ja, ich habe keine Aufmerksamkeit mehr, ich merke schon. Die Was kommen machst schon. du da? Ja, Ja, ihr kennt euch. Ja. das haben wir gesehen. ist was Gutes. Ich spüre gute Vibes. Ich habe irgendeinen kenne ich jetzt. Ja, auch blöd, oder? Wenn man sich halt schon kennt irgendwie, oder? Also du gehst halt so auf diese Show, du bewirbst dich dort oder wirst halt genommen und man freut sich auf so Blind Dates und dann kennt man sich. Ja, ich finde es schon cooler, wenn man sich nicht kennt, glaube ich. Aber mal schauen. Hey, vielleicht funkt's ja. Man weiß ja nicht, ne? Hallo Roman. Ja, cool. Wien ist ganz einfach ein Dorf und da kennt man sich. Deswegen Ja, habe ich Wien mir ist fast halt gedacht, dass wirklich Dorf. mindestens einer dabei ist, der mir bekannt ist. Wir haben uns immer gut Ja, verstanden. Also trotzdem. wir Ja, haben schon. auch immer Wir kennen uns auch Sachen schon erlebt, relativ schon lange. länger, ja. Da war ich noch Flugbegleiterin und Ja. er war am Flughafen. Ja. Ja, Gastro. Ja. Hat auch so ein bisschen längeres Haar gehabt. Da habe ich mir damals schon gedacht, ist ein fescher Kerl. Glaubt ihr, da war schon mal was? Vor 8 Jahren?
Wir folgen uns, glaube ich, seit Jahren auf Instagram und ich sehe ihn auch immer wieder beim Fortgehen. Der Oma steht da schon ein bisschen, was soll ich sagen? Wie fühlt es sich für dich jetzt an, nicht mehr alleine Rad zu am sein? Wagen jetzt. Mit euch gleich Scheiße, mal Oma, auf ja, den du Weg bist schicken. raus. Zu dritt. Zu dritt? Bitte schlagt euch nicht die Köpfe ein, okay? Seid Oder auch nett nicht. zueinander. Ich bin, glaube ich, in der Oder auch Mitte. nicht, aber Die ja, Herzen. Komm in die Mitte. unangenehm. Also, Oma, die kennen sich heute schon. Schauen wir mal, was wird, oder? Hörst du die Musik? Die habe ich extra für uns vorbereitet. Ja, sie ist noch immer wunderschön. Hat sich nicht viel verändert. Also, Noch immer. Die Sie haben ist fix noch schon was immer- gehabt. die ist süßer wie damals. War eigentlich was zwischen euch beiden? Der hat Bock, Irgendwas Alter. Der Intimes? hat Bock. Nein, es war nichts. Nein, war nie was. Es war reine Freundschaft, Bekanntschaft. Ja, sowas genau. war, Man hat sich gesehen, man hat sich gegrüßt, man hat ein bisschen man was kennt sich, geplaudert. Genau, ja. Ich habe mir schon die Frage gestellt, warum da nichts gelaufen ist zwischen den beiden und er sagt dann, ja, da war nichts, es kam nicht dazu, Da aber war wenn er nix. es auf Instagram folgt, dann normalerweise, wenn mir ein Mädchen gefällt auf Instagram, dann schreibe ich es halt, reagiere auf die Story irgendwie. Ist da überhaupt eine Spannung möglich zwischen euch zwei jetzt? Ich sag mal so, man kann ja das nicht vergleichen, was vor 12 Jahren oder 10 Jahren war. Ja. Also man verändert sich vom Typ Genau, vom man wird auch Menschen. erwachsen. Nicht abgeneigt. Also es ist jetzt irgendwie, vielleicht soll es so sein, dass wir uns da in der Show kennenlernen. okay, Wer das weiß, vielleicht stellt haben wir vor. diesen Anstoß gebraucht. Man wird sehen. Vielleicht ist es jetzt Wow. der Ruck, wo man sagt, okay, das ist unser erstes Date, wo man sich näher kennenlernt. Und Vielleicht, schaut, ja. Ich würde dir gerne sagen, ich will euch nicht im Weg stehen, aber ich muss euch im Weg stehen. Da sind sie, die drei. So, jetzt optisch, wer passt besser zusammen? Ja, die passen halt schon, ne? Die zwei. Ja, also bis jetzt so, jetzt habe ich noch nicht viel gesehen. Aber die zwei schauen schon. Die schauen schon. Ja, ich spüre da ein bisschen mehr. Er ist ein netter Kerl. Ja, ich verstehe mich mit ihm. Schön, dass er da Auch war. blaue aus Augen, ne? Villach. Ja, Es schöne tut mir blaue leid, Augen. wenn Schöner ich Mensch, zurückkommen muss. schöner Mann. Aber das kriege ich schon hin. Trinkst du viel Alkohol, Roman? Na, Oder nur zum Genuss? Ja, Genusstrinker. Aber wenn, dann viel. Genusstrinker, wenn dann viel. Geht das? Ja, nein, am Wochenende ab und zu. Ich habe meinen Sohn. Also ich bin eher mit ihm unterwegs. Der Sohn wohnt bei dir? Nein, ich wohne im selben Ort. Er wohnt bei der Mama. Okay. Aber ich sehe ihn jeden Tag. Ich bringe jeden Tag in den Kindergarten. Teilt sich auch das Säure. Genau, richtig. Bin ich sehr dankbar darüber. Ja, also harmoniert es auch mit der Ex. Ja, voll. Genau. Und mir ist auch wichtig, dass die neue Partnerin, die ich kennenlerne, auch ein gutes Verhältnis zu ihr hat. Weil Ja. Ah, das ist Meine jetzt bei mit dem Kultur Kind. ist, wenn meine Kinder zusammen, dann eigentlich unmöglich, dass man da jemals sich trennt. Also ich würde immer meine Rolle als Vater annehmen, als Mann, als Ehemann, da müsste schon etwas ganz, ganz Schlimmes passieren mit der Dame, dass ich mich von ihr trennen würde. Das gibt mir ein bisschen zum Nachdenken und ich hoffe auch, dass die Malis da auch sich Gedanken macht und die Ich weiß richtige nicht, Oma. Entscheidung trifft. Ich Oma, fragen, was der Grund war, warum ihr euch getrennt habt von der Kindesmutter. ja, Ja. Oma ist noch vom alten Wenn Schlag. ihr ein Kind halt zusammen Ist so eine okay. Beziehung denkt man eigentlich, dass es mit einem Kind leichter ist. ja, ich würde nicht sagen, dass es leichter ist. Ja. Wichtig ist, wie ist das Verhalten gegenüber nach der Trennung. Gegenüber Ja, dem aber du hast meine Partner. Frage nicht beantwortet. Warum ist es geendet? Warum habt ihr euch getrennt? Es war einfach die Emotion weg, es war die Liebe weg. Und dann haben beide gesagt, okay, wir machen das. Aber wir haben auch gewusst, dass wir uns nachher gut verstehen werden. Das ist jetzt wie eine Freundschaft. Was hast du gemacht, Omar? Du bist seit wie lange Single? Oh, ich bin schon lange Single. Warum? Was ist passiert? Ja, also ich habe eine Partnerin gehabt, meine Ex-Freundin, die hat mich nicht so supportet in meiner Selbstständigkeit. Das war der Grund, warum das leider geendet ist. Ja. Ja, der Oma, der sehr beschäftigte Mann, ne? Also der hat echt viel um die Ohren eigentlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, was er macht. Also ja, natürlich das mit den Autos, aber ja, der möchte schon eine Frau, die ihn da unterstützt in dem, was er tut, ne? Und zu der Sache von der Trennung her mit dem, ja, hey, ich persönlich finde schon auch, wenn man ein Kind miteinander hat, hey, man entwickelt sich weiter. Man kann schon mal auch sagen, hey, lass uns verschiedene Wege gehen, ist ja voll in Ordnung, lass uns trotzdem Freunde bleiben und schauen, dass das Kind das bestmögliche Zusammenleben hat, ne? Ja. Ja, der Oma ist da ein bisschen, ist da sehr, sehr Und wie lange bist du jetzt noch straight. Single? 5 Jahre? 5 Jahre? 5 Jahre, ja. Das ist schon ein Zeitchen. 5 Jahre, so lange Und Zeit. du sagst, du wärst bereit für eine neue, ernste ja, Partnerschaft. bin ich schon etwas ruhiger. Damals war ich richtig im Aufbau. Damals für eine Frau schwer,
da mitzuhalten, weil sie will halt schon, als ein Mann erreichbar ist für sie emotional. Und wenn du nicht da bist für die Frau, dann ist es schwierig. Und du wärst jetzt emotional erreichbar? Ja, natürlich. Ja? Ich bin da, Aber, okay. neben ihr. Körperlich. Oh mein Gott, das ist cringe. Die Entscheidung muss ich treffen lassen, oder? Das muss ich lassen. Ich würde jetzt mal sagen, beide sind gleich auf. Also der Oma braucht jetzt nicht Crazy. glauben, dass der Roman jetzt schon quasi gewonnen hat. Das ist jetzt nicht der Fall, nein. Genau. Crazy. So gut kennen sich Marlies und Roman Krass. schließlich doch noch nicht. Aber das lässt sich ja ändern. Und zwar schneller, als man denkt. Für Omar Ascha, servus. Ich hoffe, dir geht's gut. Freut mich. Ein bisschen willst du mit mir sehen schauen. Ja, Ascha, gut, dass du da bist. Kannst du mal sagen, wie der Sound ist? Ist der richtig Arsch oder funktioniert der halbwegs? Danke dir. Ist ein Test. Ist ein Teststream, deswegen. Aber geil. Weiter geht's. Wenn ich nicht den Knopf da vergiss. endet die Wanderung an dieser Stelle. Und für die anderen beginnt vielleicht ein kleines Abenteuer. Wir hatten ein Bisschen leise, schon schön klar, bisschen leise. Was ist leise? Bin ich leise oder? Aber was ist leise? Bin ich leise oder ist das Video leise? Ja, geil. Schön, Alter. Freut mich richtig, Alter. Ich bin so richtig gehypt jetzt, weißt du, weil ja, das erste Mal live. Gute Frage. Muss ich aufs Klo, lass mal laufen. Zuerst gehe ich aufs Klo, Alter, weil ich muss so dringend aufs Klo, Alter, wenn ich schon da Pause habe. Warte mal. Hey Dani, magst du mal Hallo sagen zum Ascha? Der Ascha ist im Stream. Sag mal Hallo. Servus, Ascha, servus. Scheiße, ich kann mein Mikrofon nicht muten, Alter. Ich habe keinen Plan. Jetzt hört man, wie ich am Klo bin, Alter. Naja, ist halt so, ne? Das heißt noch nicht so professionell da. Aber ja, hey, es macht mega Spaß. Ich schaue mir gerade die Folge zum ersten Mal an. Und es ist schon witzig, das zu sehen. Ist wirklich witzig. Ich habe nur keine Ahnung, wie das im Nachhinein ausschaut, ne? Die Reaction. Ne? Mache ich auch zum ersten Mal. Ist alles nicht so. Ist echt nicht so einfach. Man will laufen lassen, aber man will trotzdem ein bisschen Entertainment machen. Aber ja, alles Übung. Alles Vorbereitung für die Reaction auf meine Folge dann. Auf die freue ich mich richtig, auf die Folge. Die freue ich mich wirklich richtig. So. Jetzt mal Hände waschen. Boah, der Kaffee, der kickt, Alter. Ja, ist da nicht, der Kaffee kickt da komplett, Alter. Der kickt gut, ja. Ja, ich habe eh noch von mir das Essen. Auch noch. Okay, also nicht so viel Reis. Nein, mach nicht so viel Reis. Oder mach einfach durch, ich habe eh Hunger. Mach. Passt, danke dir. 24. steht im Kalender, super. Ja, am 24. kommt meine Folge live. Wo bin ich denn? Ah, ja, 24. Oktober kommt live. Und am 30. Oktober komme ich auf Livestream. So wie jetzt, Livestream auf allen Kanälen möchte ich das dann machen. Ja, und regiere auf meine Folge mit ein bisschen Behind the Scenes und das Ganze. Deswegen mache ich das jetzt schon, damit ich da ein bisschen Confidence werde. Genau. Okay. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Ein Schluck Wasser nur, bevor es weitergeht. Nice. Ja, richtig geil. Puh. Ich will das dann auch alles verwenden. Ich will dann auch Highlight-Videos machen für meinen YouTube-Kanal. Also alles, was ich da jetzt gerade mache, machen wir so nochmal. Alles, was ich da gerade mache, schneide ich dann zusammen und hoffe, dass ich dann ein cooles Video zusammenkriege, weißt du, wie ich das zusammenschneide und so. Aber ja, keine Ahnung, wie ich das mache. Kein Plan. Muss ich dann alles schauen. Okay. Dann let's go. So, bitte, jetzt lass ich laufen und sag mir ruhig, wenn es zu leise ist, dann lauter. Ich möchte nämlich, dass man mich lauter hört als das Video, aber man soll das Video trotzdem gut hören. Danke dir, Ascha, gell, für deinen Support. Wirklich geil, dass du da bist. Taugt mir komplett. So, das habe ich vorhin auch vergessen, Alter, umzuschalten. Ich bisher immer Los nur geht's. oberflächliche Gespräche, also es wird eh mal Zeit, dass wir andere Gespräche führen. Aha, ich sehe schon was. Okay.
Aber 2 Fahrräder, seid zu zweit. Thomas, ich glaube, du musst jetzt Unfallfreie gehen. Fahrt, echt zwar. Ja, danke. Unfallfrei. Oh, krass, Alter. Bei mir war das alles ein bisschen anders, muss ich sagen. Bei mir war das alles ein Das bisschen Optimale findet sich Weg noch viel zu anders. Das ist der richtige Weg. Und echt keine Sorgen, ich hoffe nur, dass nichts passieren wird bei dem Mountainbike-Fahren. Tschüss. Super. Freut mich. Danke dir, Ascha. Ich finde es super, dass wir uns sehen nach all den Jahren. Das stimmt. Und jetzt haben wir endlich mal unser Date. Hm? Ja, die kennen sich ja Es von ist früher. lustig, dass man wen sieht, den man eigentlich schon lange kennt und vielleicht auch ein bisschen nicht im Hinterkopf hatte und nicht am Schirm. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja jetzt aufgrund dessen, was wir unternehmen, etwas Neues. Ah, ich liebe sowas. Ich gehe so gern radeln. Jetzt stell Wir dir haben vor, schon hin da, und wieder miteinander geschrieben, aber es hat sich einfach nie ergeben, dass wir uns wirklich treffen. Ich weiß nicht, wir waren jetzt immer nur die flüchtigen Bekannten, die sich halt beim Fortgehen und irgendwo gesehen haben, gewunken haben, kurz mal gequatscht, aber es hat sich, ich weiß nicht warum, aber es hat sich bisher einfach nie ergeben. Und wie fandst du so den Omar? jetzt Unfall. Vom Typ her und vom Bam. Charakter her? Ist ja nett. Wir haben uns gut unterhalten, es war auch lustig, also schon sympathisch. Na, wegen Omar mache ich mir keine Sorgen. Wir hatten sicher eine nette Zeit, sind mit Alpakas herumgegangen. Das, was aber jetzt kommt, ist Ja, warum weiß er definitiv das schon? besser und man lernt sie, glaube ich, viel schöner kennen. Ja, das sagt sich so leicht Roman. Dabei ahnen weder er noch Marlies, welcher Beziehungstest jetzt auf sie wartet. Ja, aber man muss auch echt sagen, ja, jetzt, man lernt sich kennen. Man lernt sich kennen, was das erste Mal, also okay, die kennen sich schon, aber trotzdem, man hat so ein Date auf dem Radl. Weißt du, was will ich beim Radlfahren mich jetzt darauf konzentrieren, mit ihr zu reden, hey, was ist deine Zukunft? Schwierig, oder? Ja, nachher nur auf so einem Weg, wo Steine sind und alles, ja, ist jetzt nicht die optimale Voraussetzung für das erste Mal miteinander sprechen, muss man auch dazu sagen. Aber ja, deswegen kommt jetzt auch ziemlich schnell schon die Challenge. Und schauen wir sich die Challenge an, ne? Das Beziehungstest. Das ist geil. Die Kletterwand. Ah, das haben wir gesehen im Trailer. Klettern, Na dann, Klettersteig. ich habe Höhenangst. klettern. Fang dich auf. Man sagt ja, in solchen Fällen braucht man eine Person, die man vertraut. Ach so. Da wir uns schon so lange kennen, ist, glaube ich, das. Ich bin kein großer Hallo. Kletterer-Fan. Again. Kletterfan Wie bin ich geht's nicht. euch? Ich mach's, Ja, aber geht's bin gut? kein Das ist großer. der Ernst. Alle ernst, bin ich mal Lies. Sehr ernst, Raum, hallo. Wir haben da eine Kleinigkeit vorbereitet für euch. In Beziehungen ist ja das Schöne, dass man gemeinsam was unternehmen kann. Ja. Oder vielleicht Kameramann, sich oder? gegenseitig pushen Geh mal. kann oder vertrauen kann, unterstützen kann vielleicht auch. Geiles Team. Wie fühlst du dich, so wenn du geil. es jetzt so anschaust vor dir, Marlies? Ich habe weiche Knie. Du hast weiche Knie? Wieso? Was ist das Ein Problem? bisschen Höhenangst habe ich schon. Okay, Aber ich probiere es mal. ja, aber du hast den Roman dabei. Roman, hast du schon mal Wie heißt der jetzt, der da? Der schaut auch super aus. Geiler Typ. Steht da wie beim Bundesheer. Schön, geil. Freut sich auf seinen Einsatz. geklettert? Ja, Also, ich habe Klettersteigerfahrungen. ah ja, Ja. der schubst dich da hoch. Außer du möchtest es nicht machen. Wenn Doch, du's nicht- doch, ich probiere es. Ja. Dann würde ich sagen, Ernst, würdest du die zwei Ernst. ausstatten? Der Ernst ist Ja, das. natürlich, wir haben alles vorbereitet. Sehr gut. Ja. So, Ah, ich der war Ernst ist zwar für die Sicherheit, ne? Flugkletterin, deswegen eigentlich kann sich da keiner vorstellen, dass ich Höhenangst habe, aber es hat sich irgendwie, ich weiß nicht warum, hat sich da mal Höhenangst bei mir entwickelt und seitdem, wenn ich da hochschaue, wird mir ein bisschen mulmig. Ich habe ja eine Klettersteigerfahrung. Ich bin jedes Jahr am Klettersteig im Sommer. Also die Marlies braucht sich da keine Gedanken machen. Ich bin für sie da als Stütze. Ich verstehe ihre Aufregung. Das ist ganz normal bei etwas, was neu ist. Aber ich glaube, zu zweit schafft man das. Als Team ist man ja Beim immer Klettern zu stärker. zweit, was willst du denn da? Jetzt zu den Spielregeln. Ihr geht da Wie? links hoch und ihr müsst beide das Herz berühren. Der Wie Beziehungstest das ist ja nur aufgetragen. bestanden, wenn ihr beide das Herz berührt. Schaffst du es? Ja, langsam. Ja, fix, ist halt wirklich so, Max. Ich war einmal in so einem Kletterpark und da bin ich dann oben gestanden, habe mich einfach auf der Stelle nicht mehr bewegen können. Nochmal? Das ist echt... Ja, Ja, genau. was denn? Super. Aber jetzt Berührungen, das habe ich schon beim Trailer gesehen. Ich hab Schaut, viel zu er lange berührt sie. Wege. Das ist ja Schön, echt schon urschwer. schön Berührungen beim Date, Dann ist hatte ich wichtig. auch Fieber, also ich habe mich da total reingesteigert, aber ich werde mich meiner Angst heute stellen. Ich werde es probieren.
Ja, wie will er jetzt helfen? Gut. Er kann dir nicht helfen. Schritt für Schritt. Auf, spannend. Wieso Steinböcke? Gewinnen um jeden Preis muss man nicht. Also da ist Sicherheit viel höher als der Sieg. Bin aufgeregt, also mein Herz pumpt. Wirklich. Schaffst du das? Wie geht's Aber aus? versuchen wir das trotzdem, oder? Genau. Das ist auch schon einiges wert, wenn wir es versuchen. Genau. Weil ich kann halt nicht zurückspülen. Ich habe das noch nicht eingestellt. Na wurscht. Ja. Also nicht der schwerste Weg. Man kann da schon klettern. Das ist jetzt nicht so schwer. Hey, gut gemacht! Schön Berührungen, siehst du das? Schön, Super! immer Berührungen. Wichtig, wichtig. Berührungen, wichtig. Man muss sich, Wo glaube ich ich, das immer so gemacht extra habe, ein bisschen stellen. seht am Habe ich heute 24. gemacht. Ich habe aber nur nicht zu viel runterschauen dürfen, muss ich auch sagen. Ja, das soll wie sein. Finde ich beim Klettern auch immer so, was der Moment Meine Fingernägel sind zum loszulassen. Glück alle dran, aber ich habe es ein bisschen nach hinten gebogen. Also sie tun mir jetzt wirklich ein bisschen weh. Also wenn ich Sieg erst jetzt, oder? Org. Orge Fingernägel. Schön gemacht. Ja. Das ist natürlich suboptimal für Klettern. nochmal klettern gehen sollte, Aber mit Handschuh irgendwann in geht einem schon. anderen Leben, sollte ich kurze Nägel haben. Geschafft! Super! Da schaue ich ab, was für dich. Wenig. Okay, Hier ist dein Herz. Magst du mein Oh. Herz haben? danke. Ist wohl ein kleiner Romantiker. Roman heißt er, Ich gell? fand süß, dass man das Herz überreicht hat. Aber das hast du echt gut gemacht. Bin stolz auf dich. Sichtlich erleichtert kommen die beiden den Berg herauf. Ja. Hallo! Hi! Ihr habt es geschafft, nehme ich an. Das Herz ist dabei. Das Klettern Roman geht Tiger. weiter. Und sind mehr als bereit, Ah, schau ihre wieder, Hand, wohlverdiente Berührung. Belohnung für so viel Mut abzuholen. Oh, jetzt jetzt sagen, Belohnung. Es ist ja so, wenn man eine Challenge schafft, dann kriegt man so eine Belohnung, weißt du, also irgendwas. Ja, und da bin ich jetzt gespannt. Weil bei mir die Belohnung, kann ich schon mal so viel sagen, war, ja, reden wir nicht drüber. Runter, einmal genießen. Ich habe dir was vorbereitet. Dankeschön. Ich Also, setze mir ein bisschen jetzt bin ich dazu zu gespannt. euch. Ein Picknickkorb. Ja. Ja, wenn da jetzt was zum Essen drinnen ist, bin ich brennhaus. Und was zum Trinken. Ja, sehr gut, das ist wichtig. Ja, kein Alkohol. Aber die haben was zum Essen Ja. gekriegt. Übernehme. Ein Apfel. Bist du ein Romantiker, Roman? Würdest du sagen? Ja, Was? ich würde schon sagen, dass ich ein Roman Keine Sache bin. dort. Das ist ja auch irgendwie mein Name, Weil Roman. was Cooles. Roman. Der Apfel. Tisch. Wow! Roman der Römer. Wo ist das? Da. Ja, Schön, dass wir Tischdecke haben. Ah, schönen Apfel. Ja. ich nehme Magst du einen gerne Rosé? Ja, den Ja, Rosé. bitte sehr, wunderbare Rosé rein. Okay. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten, würdest du sagen? Ich glaube, das war der Unterdruck von der Flasche. Wenn du ein Romantiker bist, was heißt das? Was machst du so? Wie kannst du eine Frau wirklich gut überraschen? Ich glaube, es ist 50-50, also teilweise Vorbereitung, teilweise aber auch die Spontanität. Man kann, glaube ich, immer wen überraschen. Ja, wenn man möchte schon. Magst du reinschauen? Und Malisa, Oh. erwartest du dir das von einem Mann, dass er dich immer wieder neu überrascht? Oder sagst du, das Bären. macht man gemeinsam? Also mich würde es freuen. Ich hätte jetzt nicht die Erwartung, aber mich würde es einfach freuen, wenn mein Zukünftiger auch spontan ist und mich gerne einfach überrascht. Aber es muss halt von ihm kommen. Ich möchte nicht dazu überreden müssen. Schön gesagt. Cheers. Ja, also auf jeden Fall, das Date schaut schon ein bisschen, also die zwei harmonieren ein bisschen besser als jetzt der Oma, den vorher, würde ich schon mal sagen. Also für mich persönlich, die zwei jetzt gerade, auch wie sie so da sitzen, die kennen sich schon von früher, kann man schon vorstellen, dass die jetzt da ein bisschen, schau, wie sie da trinken, schönes Picknick. Eines ist da, oder? Wie schön einmal. Schönes Plätzchen. Da kommt er ja, Hier kommt jemand. Oh, schon vergessen. Wie geht's euch? servus. Ganz gut, wie geht's dir? Ja, ein Jetzt. bisschen erschöpft vom Aufstieg, ist aber man bin gut. Dann würde ich sagen, ihr habt schon so viel Zeit miteinander verbracht. Also jetzt müsst ihr, glaube ich, wissen, wie ihr abstimmt, oder? Also wir kommen zur alles entscheidenden Frage. Willst du mit mir gehen? Was sagt ihr? Ja oder nein? Die zwei? Ja oder nein? Was sagt ihr? Jetzt muss ich halt kurz warten auf die Antwort.
Kann man weiterspielen lassen, weil das ist alles delayed. Danke. Überreichen und ist schön. Danke. Bist du sicher? Weißt schon, wie du abstimmen wirst? Weißt schon, was du tust? Gut überlegen? Oder soll ich die Entscheidung abnehmen? Wir hoffen jetzt mal das Beste, oder, Oma? Natürlich, natürlich. Nicht spechteln. Nein, auch nicht. Nicht spät. Hast nicht die falsche. Willst du nochmal umentscheiden? Ah, vielleicht doch. Es ist so schwer irgendwie. Danke. Die Entscheidung war leicht. Also Also ich würde mit dir mal, Lies, anfangen. Du warst Spannung dir sehr sicher, steigt. du hast gleich mal angekreuzt, oder? Also, Ja, ich war auch bei normal, war ich auch schnell. ja. Schnelle Entscheidung, schnelle Bauchentscheidung. Also es schaut so aus, dass die Marlies sich für dich entschieden hat, Roman. Ui, Und der Oma. Roman hat ein Herz für dich mitgebracht, aber leider hat er sich gegen dich entschieden. Kein Problem. Ich habe mir gedacht, du machst auch nein. Wieso? Ich habe mir gedacht, wir kennen uns ja, deswegen. Ja, eben, deswegen wollte ich nicht im Weg stehen, will, dass du den Neuen kennenlernst. Damit habe ich nicht Das gerechnet. macht ja nichts. Ich habe mir genau gedacht, ich gebe ein Ja, weil wir uns eben kennen. Ja, ich habe auch überlegt, aber das wäre dann unfair. ich habe so Krasser beobachtet Typ. beim Aufstieg. Roman. Und da war schon viel Körperkontakt. Und ja, ich habe schon ahnen können, dass dein Funke überschlägt. Aber Scheiße. war ja nicht so. Es war ein bisschen überraschend, aber es ist alles gut. Also ich habe schon auch ein bisschen überlegt, ob ich ein Nein ankreuzen soll. Aber dann dachte ich mir, nein, ich kenne den Roman ja schon etwas. Ich möchte irgendwie vielleicht noch einfach einen weiteren Spaziergang mit ihm gehen, weil ich aber dann später ja doch noch die Auswahl. Ich möchte Marlies nicht im Weg stehen. Wir kennen uns doch länger. Krass. Ich finde es gut, wie wir uns kennen. Und wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, 12 Jahre lang Damit uns habe ich näher echt nicht gerechnet, muss ich echt kennenzulernen. sagen. Und da das nicht funktioniert hat, denke ich mir, na, sie möchte die Liebe ihres Lebens finden und da möchte ich nicht im Weg stehen. Er steht sich dann eigentlich somit selbst im Weg, sag ich jetzt mal. Also wie gesagt, ich wäre einfach noch mit ihm weitergegangen, dann hätte ich geschaut, wieder auf mein Bauchgefühl einfach geachtet und hätte mich dann entschieden. Ja. Auf die Liebe, oder? Und jetzt, in dem Fall muss nur der Oma, weißt du, so, was machst du als Oma jetzt? Weißt du, so, sie wollte eigentlich ihnen ein Ja geben. Also wieder so machen. Sie wollte ihnen ein Ja geben. Jetzt steht er da, siehst du, wie er reinschaut. Was das so, okay, jetzt habe ich weiterhin ein Date mit einer Frau, die was mir eigentlich dann gar nicht einmal wollte, weil sie sich ja für den Roman entschieden hat. So irgendwie, ja, schon blöd jetzt, ne, für einen für den Oma. Ja, da, ja, witzig. Okay, bin gespannt, ist geil. Feier ich, geil. Plot Twist. Oma, cheers. Geh mal, Oma. Gib nicht auf. Weiter. Ja, schöne Location. Wie Schaut fühlst du euch dich das jetzt, an. wo der Roman weg ist? Ja, das hat im Grunde schon so gepasst. Wir hatten eine lustige Zeit. Das ist in Ordnung so. Aber somit hast jetzt du mehr Zeit. Genau. Ja, aber auch nur noch ein paar Minuten. Denn nur eine Weinzelle weiter warte ich schon mit dem nächsten Kandidaten auf Marlies. Also alles gut. Die anderen sind schon unterwegs. Bist schon ein bisschen. Ja. Wie fühlt sich's an? Also, wenn du jetzt Noch- merkst, dass deine noch- zukünftige daherkommen kann. Noch nervös. Ja? Hast du so gewisse Vorstellungen, wie sie ausschauen soll? Sympathisch. Sympathisch, praktisch gut. Ja, genau. Doch. Sehr wichtig, dass man so. Ja, ihr kommt vor, ich höre sie schon. Gehen wir mal schauen. Okay. Kommen wir mal mit. Ah ja, du hast uns ja was mitgebracht. Eine Gitarre. Spiel uns ans, Andi. Reiß an. Man merkt den Schnitt. Da erwarten wir uns schon wieder etwas. Oh, die Michelle schon wieder. Die Michelle ist überall, Ich habe dir wirklich, mal die ist romantische überall. Stimmung vorbereitet. Wow. Hallo Michelle. Hallo. Wie geht's euch? Hallo. Danke, ganz gut. Darf ich vorstellen, wie schön ist? Romantisch, oder? Sehr, ja. Darf ich vorstellen, das ist der Andreas? Hallo. Andreas. Mit diesem musikalischen Empfang muss Marlies doch gleich ganz warm ums Herz werden.
Also Top-Start für Kandidat Andreas. Oder? Erster Eindruck, ja, er wirkt ganz nett. Sei doch ehrlich, Marlies. Sei ehrlich. Ja, Ich denke, dass das Gitarrespielen am Anfang gut gewirkt hat und das war ein netter, sympathischer Anfang. Andi. also ich muss Tirol, oder zugeben, was? Gitarre spielen ist gar nicht meins. Wow. Ich fand das irgendwie nicht so angenehm, dass er schon dort gesessen ist mit der Gitarre. Ja, ist ein nett sympathisches Mädel. Nur habe ich das Gefühl, halt, dass ich da jetzt der dritte Einplatz, dass das zwischen denen eigentlich schon recht gut harmoniert. Ah, Bitte, Abfahrt, diese Richtung. Viel Spaß euch. Dankeschön. jetzt Und zu hau dritt rein, weiter. Andreas. Ja. Gib Gas. All in. Ja, schaut der Start noch nicht so gut aus. Andi und Marlies Start schwierig. Aber die erste Reaktion kann auch täuschen. So, weißt du? So, es kommt auf die innere Werte drauf an, nicht aufs Äußere. Bin noch sehr nervös. Noch sehr nervös. Seit wann bist du Single? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. 1,5 Also Jahre. nicht so lang. Seit 3 Jahren circa, über 3 Jahre. Ah, okay. Andi. Ja. Warst du schon mal in Wien? In Wien war ich früher viel, weil der Papa zum Schluss in Wien gelebt nachher noch. Okay. Ja, ja. Aber der ist halt dann 2018 leider halt gestorben und ja. Und Okay, seitdem tut bin ich mir halt leid. immer in Wien gewesen. Nein, Ja. nein, kein Problem. Aber bei Weile jetzt natürlich auch. Nein, alles gut. Ja. Das ist immer so, ne? Wenn jemand erzählt, ja, da Familienmitglied ist gestorben, 2000x. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Ja, ist immer so, ne? Andi, du hast Geschwister? Ja, einen Bruder im Burgenland sogar. Im Burgenland, Genau. also in der Nähe. Kannst du Genau. gleich besuchen fahren. Ja, wir haben leider keinen Kontakt. Also, ja. okay. Aber ist eigentlich diese Geste, tut mir leid, verstehe ich schon, ist schon nett, aber man hat es ja verarbeitet auch schon, ne? Wenn es schon länger her ist oder sowas, ne? Dann weiß ich nicht, ne? Was sagt man da eigentlich drauf? Ist eine gute Frage. Was sagt man eigentlich drauf? So, ja tut mir leid dafür, ne? Und der so, ja, passt schon. Ja. Nein, das war Familienverhältnis, hat sich auseinandergelebt damals mal. Ja, okay, verstehe. Und er war in einem SOS Kinderdorf Ja. und ich war in einem Kinderheim, 18 Jahre, und haben wir uns halt auseinandergelebt. Ach so, du bist in Kinderheim aufgewachsen. Genau, 18 Jahre. Ah, okay. Wirklich Erfreuliches hat Andreas nicht zu berichten. Und auch von Omar kommt wenig, das uns überrascht. Hier war Autotuning-Firma, Ja, cool. Autoelektronik, Boah, Wasserstoff, Motorreinigung, Carbon Clean, Sternenhimmel, genau. boah. Und Okay. Ambientebeleuchtung. Also alles rund ums Tuning der Autos. Und wie sieht es bei dir mit Familienplanung aus oder generell Zukunftspläne? Hast du einen Kinderwunsch? Nein, rein theoretisch nicht mehr. Nein, weil ich habe mit der Ex ein leibliches schon. Ach so, du hast also schon Genau, einen. ja. Und eins, Okay, eins reicht da. was halt zu mir Papa sagt, der Große von Also, ihr noch. ja, Aber wir ja. haben ein super Verhältnis, Ja. trifft mich auch noch mit Sehr ihr gut. und hin und her. Also, Und die leben auch in Innsbruck. die leben auch in Innsbruck. Ja. Okay, Weil ich lache da so, weil ich kenne das ja, ne? Ich bin ja selber schon in der Situation gewesen. Eine Frau, 2 Männer, ich und der andere Kandidat. Und weißt du, gehst halt spazieren, überall Kameras und man muss halt reden miteinander, ne? So, man lernt sich erkennen. Und das ist schon cringe, das ist schon eine weirde Situation, weil man geht halt da zu zweit spazieren, zu dritt spazieren und es ist ganz komisch. Ganz komisch. Aber geil. Es ist geil. Ich feiere es so sehr, wirklich. Ah, wirklich. Schön. Ah. also keine Kinder für Andreas. Und da ist noch etwas anderes. Sicher hat eine schöne Größe, aber jetzt vom Gesicht her oder vom Gang her und so ist jetzt weniger meins, muss ich zugeben. Ja, mal ist gar kein Wie Bock auf bitte? Andi. Vom Gang her? Aber schön. Es ist einfach ein. Ehrlich. Ich weiß nicht, Das ist wichtig. es gefällt mir einfach nicht so. Ich kann es gerade schwer beschreiben. Es ist einfach, ja, das Optische ist einfach nicht so mein Fall. Dann viel Ist Spaß fein. zu zweit. Darf man. Danke. Bis später. Na, hoffen wir, dass Andreas den nächsten Streckenabschnitt gut nutzt und Marlies dabei ein Stück mehr für sich gewinnt. Der Oma, ganz schön. Oma jetzt zum zweiten Mal auf Wiedersehen. Geht wieder snacken, essen, schön im Backoffice warten, ein schönes Leben haben. Und wie siehst du die Rollenverteilung in einer Beziehung? Was macht der Mann, was machst du? Wie kochen, putzen?
Ich bin ein Fan, wenn man sich das irgendwie ein bisschen aufteilt. Schön, ja. Ich möchte jetzt nicht meinen Job vernachlässigen, nur weil der Mann Klar. sich denkt, Und was machst du so in deiner Zukunft? Kochen, putzen. jetzt hat er da jemanden und kann sich Geil. zurücklehnen. Wie siehst du das? Ja, ich finde das auch wichtig aufteilen, ja. Ja. Mir kommt vor, als würde ich ihm ein bisschen die Antworten aus der Nase ziehen. Und er stellt dann auch wenig Gegenfragen, was für mich ein bisschen schwierig ist. Na, so richtig ins Plaudern kommen die beiden einfach Ja, nee, nicht. das harmoniert Da nicht. kommt es ja fast gelegen. Genau jetzt geht's hier rechts zum Beziehungstest. Hallo. Ihr schaut ja sehr happy aus. Er lacht. Andi, warum lachst Andi. du? Alles gut. Ja? Fühlt Alles sich gut für an hier in Andi. den Der will wieder haben. Sehr schön, ja. Wie war die Der will wieder Stimmung zurück unterwegs? nach. Warte nicht woher. Ganz nett, ja. Wohl. Ja? Ja, Dann kommen wir jetzt zu eurem Beziehungstest. sehr cool. Auf Ja, jeden nee. Fall geht es heute um Balance. Mhm. Ich habe hier ein paar Übungen für euch. Alles nett. Also Ich mag seinen Steckbrief. 4 Übungen. Ihr dürft davon 2 ziehen. Und diese 2 Übungen haltet ihr für 5 Sekunden. Und wenn ihr diese 5 Sekunden geschafft habt, jeweils, Ja, dann habt ihr den Beziehungstest bestanden. Okay. sehr gut. Ja. Du zuerst, oder? Wer Ja. darf ziehen? Zieh mal das. Mhm. Um Gottes Willen. Warum? Was hast du Nicht mehr gezogen? lang. Titanic! Nein, ich glaube, für das bin ich nicht. Ah, die Ich müssen mag es jetzt generell nicht, so. wenn mich ein Mensch hebt. Ich mag es einfach nicht und ich habe mich damit irrsinnig unwohl gefühlt. Schauen wir mal, was das zweite ist, aber das... Nein, Das wurde das Lein auch schlimmer. oh Gott, das ist... Da, das ist super! Da stehst du drauf oben. Also Er ist Ich soll Acro-Yoga. oben draufstehen. Ja, ja, Urgeil. ich hoffe Nie, du, jetzt oder? meine Knie. Wie ist ein Nein, Knie? das wird schon gehen, oder? Was ist mit den Knien? Ja, komm vor, ihr habt ja alle Ausreden. Was ist da? Also entweder machen wir jetzt das oder das. Nein, eher das, oder? Ja? Ihr macht das, was, ihr tut ja so rum, als wärt ihr 80 oder so. Nein, das So, oder Genau was? so und dann den Popsch hoch. Genau. Ja. Ist ja jetzt schon schwierig. geht. Nein, da fliegen wir um. Das kriege ich nicht hin. Nein, Na, nein, also, echt nicht. Komm jetzt. Nein, aber du stellst dich. Nein, da Alles. tust du ja weh. Nein, also er Komm ist ein jetzt, tu Mann. nicht so. Ein Mann kann, oder? Ja, ist das war ja. 3. Nein, das wird nichts, um Gottes Willen. Ich bin echt... Probier's einmal. Ich, Ich weiß, wie umfliegen kann man hier. Probier's einmal. Probier. Komm. nein, es tut mir echt leid. Okay. Das ist mal... Boah. Ja, leider habt ihr den Beziehungstest somit nicht bestanden. Boah, krass. Und somit ist auch eure Zeit zu zweit vorbei. Kommen wir gleich Krass. zur alles entscheidenden Frage. Und bei der darf natürlich Kandidat Omar nicht fehlen. Schließlich ist er bis jetzt das einzige Match am heutigen Tag. Was Marlies und Andreas angeht, so habe ich eine leise Vorahnung, ob sie miteinander weitergehen wollen oder eher nicht. Ihr habt beide Krass. Nein gestimmt. Krass. Genau. Hat Man nicht merkt, geklappt. schnell Nein, geschnitten. nein. Hat nicht funktioniert. Der Funke ist nicht übergesprungen. Nein, ich habe das gleich gemerkt, wie sie mit der Oma gesprochen hat und danach, wie sie mit mir gesprochen hat. Das habe ich gleich gefühlt. Und, Ja. Ich habe einfach gespürt, dass es zwischen Andi und mir nicht wirklich vibet, also überhaupt nicht. Wir haben auch wenig Gesprächsstoff gefunden. Es war einfach ein bisschen mühsam, das Ganze. Es war nicht so leicht. So wie beim Omar oder auch mit dem Roman war das viel einfacher, das Ganze, überhaupt ein Gespräch zu führen. Und mit ihm war das ein bisschen schwierig. Also ich bin tatsächlich ein wenig erleichtert, dass wir uns beide für ein Nein entschieden haben. Nein, ich Aber fühle ich mich find- nicht als Verlierer. Es war eine super schöne Zeit in der Natur und ich wünsche da Marlies mit der Oma alles Gute. Hat mich gefreut. Danke trotzdem. Ja, war von Anfang an. Oma, Andi, so, viel Spaß, mach's viel gut, alles Glück. Gute. Danke dir. auch. Danke, Andi. Ciao. Tschüssi. Ja, war von Anfang an klar, dass das nichts wird bei denen, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber Acro-Yoga. Marlies, wirklich, Acro-Yoga ist gut. Einfach machen. Du brauchst nur draufsteigen. Ne? Aber vielleicht wollt ihr auch keine Zeit mehr haben. Es kann auch sein, dass man sagt, okay, ich mache die Challenge jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese Cringe-Situation. Es ist schon ein bisschen cringe, wenn du ein Blind Date hast, schon 2 Dates behind you, und dann hast du ein Blind Date und das passt halt gar nicht, ne, miteinander, dann verstehe ich vielleicht auch, dass sie sagt, hey, ich habe keinen Bock drauf. Hey, eins muss man sagen, mal ist cool. Ich mag das, du bist ehrlich, du bist direkt. Feier ich, mag ich. Weiter so. Irgendwie
Sollten wir vielleicht doch eine Übung machen? Nein. Eine einzige. Der Oma. Als Vertrauen. Weil- Oma, würdest du ihr Unterstützung Der geben? Gewinner. Natürlich, ich will jetzt so Ja. hoch hier wie bei Dirty Dancing. Ja, schau, mach Die sollen Acro-Yoga machen. Ich habe das Gefühl, Marlies wird langsam weich. Wer weiß, vielleicht Machen lässt die sie jetzt sich ja Acro-Yoga? doch noch auf eine der Übungen mit Omar ein. Wie wäre Ja, es denn komm, mit dieser geil. hier? Das geht. Gitarren passt Das ist zu. Ja. das Einfachste. Oma? Wo bin ich? Ja, das ist cool, das finde ich cool. Genau. So, perfekt. Ja, oh, sehr gut. So, da muss ich mich jetzt drauflegen. Ah, man merkt doch, sie macht schon. Okay, es war wirklich der Andi. Es war der Andi. Das läuft, das Sie läuft. macht. Ich spüre das. Oh mein Oh, Gott. Acro-Yoga ist so 5 geil. Sekunden. Die hat genau halt. Das schaut schön aus. Ja, und ein paar Liegestütze Übungen machen, ne? jetzt sind. Du Liegestütz und du für den Bauch ein paar Übungen. So. Wow, das war schön. Sehr Sehr cool. gut. Na, toll. Und dann bitte hier entlang. Wir sehen uns gleich beim Finale. Bis gleich. Bis gleich. Wow. Ja, schön. Schaut das schon sehr schön aus. Die Sonne verschwindet hinter den Bergen und langsam senkt sich die Dämmerung über das Tal. Am knisternden Lagerfeuer darf ich Omar und Marlies zu ihrem Tag interviewen. Ja, eigentlich haben Und sie wer schon weiß, gewonnen, ne? Vielleicht hält der Abend noch die eine oder andere Überraschung bereit. Also, sie sind schon fix Hat zusammen sehr viel jetzt. Spaß gemacht. Also ich denke, wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt zusammen. Die Zeit genossen. Da stimmt sie mir bestimmt zu. Möchtest du zustimmen, Marlies? Hat er das jetzt einfach vorher schon gesagt, dass du zustimmen musst? Oder wie? Wenn die Marlies selber antworten möchte, darf sie das auch noch? Ja, Natürlich, bitte. ja die Dame. bitte, Marlies. Ja, mir hat der Tag echt sehr gut gefallen. Also die Beziehungstests waren alle recht lustig. Und ja, ich bin jetzt froh, eigentlich im Finale zu sein. Mit dem Oma. Mit Nomar, ja. Fühlst du dich wohl mit ihm? Ja, schon, ja. Das ist auf jeden Fall ein Tag, den ich nicht so schnell vergessen werde. Ja. Doch Oma- noch ist der Tag für die beiden nicht vorbei. Eine Aber der Oma, darf man nicht vergessen, ist zweite Wahl gewesen jetzt, ne? Weil der Roman, der war schon ein bisschen mehr Knister. Also, ja, bin gespannt, ob die überhaupt nach der Show Kontakt gehabt haben. Kleinigkeit konnte ich vor ihnen bis jetzt geheim halten. Hallo. Hallo. Servus. Das ist die Hallo. Marlies. Markus, hallo, servus. Erster Eindruck ist sehr positiv, muss ich Markus. sagen. Markus, 28, Transportmanager aus Niederösterreich. Transportmanager. Was ist denn ein Transportmanager? LKW-Manager. Es ist schwer, dass man das Ganze jetzt in so einer kurzen Zeit gut reflektiert. Was sagst Hübsch. Hübsch. Guter Wein, Geh mal. Schöne Weinberge, schöne Frau. Was möchtest du dazu sagen? Bist du ein bisschen überrascht? Sie freut sich. Ja, Ja, also hast mit nicht dem, damit mit dem gerechnet? vierten Kandidaten habe ich nicht gerechnet, nein. Ah, Sie freut sehr sich. gute Überraschung. War doch Ja. nicht. Werden Ja. wir sehen. Ja. Schauen wir mal. Du, wir haben Der jetzt Oma nicht mehr lange Zeit. Ja? Die Ja. Sonne geht unter. Ja. Ich würde Der euch Oma gleich schon mal wieder, nach schon da wieder. hinten schicken in die Weinberge. Keine bösen Dinge machen. Ja? 10 Minuten habt ihr Zeit, der Countdown läuft. Los! Ja, passt. Los! Kennenlernen! Herz öffnen! Jetzt noch Fällt ein dir jetzt nicht zu, Speed-Date. gell? Nach 3 Du Dates. warst ja schon sehr, sehr siegessicher. Deswegen habe ich mir gedacht, ich Immer noch. muss mir da was einfallen lassen. So geht es nicht. So leicht bringst du mir nicht aus der Fassung. Nicht? Ah. Wir werden sehen. Ich war mit Alpakas und Lamas spazieren. Wirklich? Danach war ich mit den anderen Kandidaten klettern. Mhm. Und diesen dritten Beziehungstest, den habe ich eher abgebrochen. Das war dann nichts Ah, für mich. wieso? Das ist ein bisschen was Akrobatisches. Okay. Und mit Gleichgewicht und So ja, zirkusmäßig, ja oder was? genau. Okay. Das war dann nicht so mein Fall. Aber alles gut überlebt, so wie man sieht. Ja, genau. Sehr gut. Ich habe mir nämlich auch was für uns überlegt. Ja. Und zwar dadurch, dass wir da eine schöne Kulisse haben mit den Weinbergen Mhm. und ein bisschen einen Blick auf Wien, Mhm. hätte ich mir vorgestellt, dass ich da ein bisschen, ich kann nämlich sehr gut fotografieren. Ja. Würde ich von mir behaupten, sage ich Ja. jetzt einmal. Und ich mache auch von meinen ganzen Freunde und Freundinnen, muss ich immer die ganzen Instagram-Bilder machen. Ja. Und immer Oh, doch, Content dass du eine hübsche Creator. Frau bist, wenn wir eine schöne Kulisse, mache ich von dir auch ein paar schöne Fotos. Okay, gern. Wenn du dazu bereit Aber ich bin bist. heute so im Sportoutfit, das passt dann. Das passt top. Das machen wir schon, Okay. wenn du willst. Ja, gut. Ja, dann gehen wir. Was soll man? Was sagt denn zu Markus als Überraschungskandidat? Fesch ist er, ne?
bisschen so Estate, ne? Erinnert mich ein bisschen an Estate-Geher, die haben ein bisschen so ausgeschaut. Finde ich super. Ja, sympathisch. Fotos machen, Tattoo, fetter Rucksack. Ja, top. Sympathisch. Aber was willst du in 10 Minuten jetzt machen? Fotos Ich bin machen. gespannt, was sie machen. Was denkst du, was sie jetzt tun? Glaubst du, gibt es einen Unterhaltungen führen. Beziehungstest? Gibt es einen Yoga-Beziehungstest? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nein. Aber nein, die beiden kommen sich nur bei einem Fotoshooting näher. Fühlt sich das gut an für sie, Ja, glaubst du? oft schnelle Dinge sind nicht gut. War schwierig, ne? Was schnell kommt, geht schnell. Das heißt, du bist der Fels in der standhaft. Brandung. Keine Berührungen. Genau, Schwierig. der Fels in der Brandung. Schön gesagt. Beständigkeit. Das hat schön gesagt. Da muss ich echt loben dafür. Lächeln. Keine Berührungen. Ja, Das ist super. Komm, Markus. Ja. Freust du ehrlich wenigstens. Schau. Das sind die ehrlichen Fotos. super. Das sind gut. Ja, aber das ist auch nicht so schlecht gewesen. Ja, so Ja, kannst wirklich geil. Fotos machen. Windmaschine, alles mitgebracht. Die Fotos sind wirklich gelungen. Ja. Die shooten immer noch. Glaubst du, der Markus kann mit seinem Einsatz überzeugen und dich ausstechen? Glaubst du, Markus kann gut Glaub nicht. shooten? Ne? Die Zeit, die ich mit der Malis verbracht habe, war wirklich schon einzigartig. Und das kann man nicht mit diesem kleinen Fotoshooting da übertrumpfen. Das ist nicht möglich. Wie lang kann Ja, so 10 ein Minuten sind Fotoshooting wenig. dauern? Das Gut gibt's Ding nicht. braucht Weile. Unglaublich. Dafür sind 10 10 geworden. Minuten. 10 Minuten habe ich gesagt, das sind sehr ausgedehnte 10 Minuten. Auf jeden Fall kommen wir jetzt gleich zur alles entscheidenden Frage. Anspannung steigt. Willst du mit mir gehen? Willst Ich du spür's. mit mir Ich gehen? bin aufgeregt. So, hier hab habe keinen ich die Plan. wundervollen Karten. Ja. Marlies, du darfst einfach den Namen draufschreiben. Der Bevor es losgeht. Warte, man kann es ja. Bevor es losgeht. Ja. Special Effects. Wer wird jetzt gewinnen, ne, von den Zahlen? Da stehen sie. Ich persönlich, wir gehen jetzt kurz mal durch. Ich persönlich würde wahrscheinlich, jetzt wo ich die ganze Sendung gesehen habe, trotzdem den Markus nehmen. So jetzt einfach nur objektiv von draußen. Den Markus und die Malis haben den besser, glaube ich, als der Onur. Ja, das ist nur meine Meinung. Wenn die andere Meinung seid, ist auch okay. Jetzt habe ich natürlich wieder mein Special Effekt vergessen. Und ich bin gespannt, ich bin aufgeregt. mit dir Ja. weitergehen darf. Und ihr zwei dürft jeweils einmal ankreuzen. Mhm. Bitte schön. Dankeschön. Bitte Wow, schön. schwierige Dank. Entscheidung, Ja, Malis. sehr gerne. Dankeschön. Der Oma hat kurz hergestellt. Oma, nicht Onur. Entschuldigung, Er Oma. ist sich doch Oma. ein bisschen unsicher geworden jetzt. Oh, ich- Doch, ich habe den Blick gesehen. Sind wir uns alle sicher? Für wen entscheidet sie sich? Dann würde ich absagen. Okay, Aber deine kann auch Karte sein, dass gebe der ich Markus davor. Nein sagt, ne? Vielen Dank, Marlies. So, mit wem soll ich anfangen? Markus, wie war das Shooting? Schön, Ja? aber zu kurz. Zu kurz. Ja. Aber hast du ein bisschen was gespürt? Grundsympathie war, glaube ich, da. Ja. Sie hat eine sehr positive Ausstrahlung, was man auch sagen muss. Was sehr wichtig ist bei einer Frau für mich. Und gerne mehr Zeit dafür, dass man sie noch besser kennenlernt, Ja. natürlich. Ne? Der Markus hat Ja angekreuzt. Er wird gern weiter mit dir gehen wollen. Der Omar. Ja, Markus ist sympathisch. Oma auch, er ist auch ein Top-Kerl. Ja, der Omar hat auch gedacht. Ich kann, glaube ich, das Herz schon sehr Beide laut top. spüren. Zwei verschiedene Typen halt, ne? Ja, Marlies, Malis. du warst dir ja zuerst nicht so Who is sicher the heute. one? Ja. Es war ein durchwachsener Tag, oder? Ja, Mit allerdings. Höhen und Tiefen, Ja, vielen mit Eindrücken. kuscheligen Situationen und auch eher ein bisschen schwierigeren. Ja. Allerdings, ja. Ja. Da stehen Aber sie, die guten beide in Grün. Situationen überwiegen Mhm, das stimmt. und deswegen gibt's ein Match! Nämlich den Omar und dich. Also ihr Omar, wollt sie hat sich für weiter Nummer 1 miteinander entschieden. Ja, gehen. alles okay, das passt schon. Wahnsinn. Stark. Schön. Dann Ja, Oma, könnt stark. ihr euch gern kurz Gerne. hinsetzen, Mhm. bisschen was einschenken, genießen. Natürlich, natürlich. Und Ja, Markus, Markus. ich glaube, die Zeit war einfach ein bisschen zu kurz, oder? Kann man ja nichts machen. Na, in 10 Minuten. Aber du hast alles Ja, gegeben. Alles gegeben. Ich glaube, wir lassen die jetzt alleine. Lassen wir es ein bisschen. Ja. Bleiben wir für die zwei. Ja. Der Markus.
Geht einfach, was du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, von wo der Markus ist, aber müsst ihr euch vorstellen, der Markus, der kommt von irgendwo von Österreich, dorthin, wartet den ganzen Tag, bis er dran ist, dann kommt er dorthin, hat 10 Minuten Zeit und muss wieder gehen. Ja, so kann es auch gehen. Aber ja, hey, cool, hat er gut gemacht, der Markus. Hey, Markus, mein Herz hast, wirklich. Aber Oma, auch stark gemacht, von Anfang an. Hat er gut gemacht mit den Berührungen, zack, zack, am Anfang war es ein bisschen abgeneigt und Schritt für Schritt ist immer näher gekommen dem Ganzen. Das finde ich schon cool. Macht es gut. Markus, leider hat es diesmal nicht geklappt, aber du findest sicher deine Traumfrau. Wir sehen uns bald einmal wieder vielleicht. Ja, Mach's gut. gerne. Tschüss, Baba. Baba. Tschüss. Wenn du auch so einen abenteuerlichen Tag erleben möchtest, dann bewirb dich jetzt. Und vielleicht sehen wir uns bald bei Willst du mit mir Wir gehen. Was, vorbei? Kommt nichts mehr danach. Ja, krass. Das war's ja. TV Friends, hergestellt von TV Friends. Ja, krass. Vorbei. Erste Folge mal gesehen, meine erste Reaction drauf. Hey, vielen, vielen Dank an die Zuschauer da, ne, Max und Ascha. Hat mich sehr gefreut, dass du da wart. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war mein erstes Mal, dass ich reagiert habe auf so etwas. Und muss mir das jetzt auch im Nachhinein mal anschauen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht, ja, Audio und das Ganze. Aber ja, ich werde auf jede Folge live reagieren. Die nächste Folge werde ich wahrscheinlich schon bald machen. Das heißt, weil ja am Freitag, was ist denn heute überhaupt? Ich habe keinen Plan, Alter. Aber am Freitag kommt schon die 3. Folge raus und ich möchte ja bis Folge 5, ich bin Folge 5, möchte ich eben schon alle reagiert haben. Ich möchte auch schon die Highlights auf YouTube haben. Deswegen ab jetzt kommen einfach Livestreams, wo ich reagiere. Wenn ihr Interesse habt, wenn es euch taugt hat, Max und Asche, ihr seid eh nur jetzt weiter, aber auch die, was jetzt das Highlight anschaut, schaut rein, schaut mit mir gemeinsam, wirst mit mir gehen. Ich versuche da ein bisschen einfach meine Meinung dazu zu geben und auch ein bisschen warm werden, ne? Ein bisschen warm werden auf meine Folge dann zu sehen, was ist bei mir anders als bei den anderen Kandidaten. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Somit danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke euch. So.